Ihr seht hier etwas, das technisch eigentlich gar nicht möglich sein sollte. Wir schreiben das Jahr 2003. Während die Gaming-Welt gebannt auf den Gamecube und die PlayStation 2 blickt, geschieht auf dem Bildschirm des Game Boy Advance etwas fast Magisches. Eine voll funktionsfähige, dreidimensionale Tech-Demo von Resident Evil 2. Realisiert wurde diese Meisterleistung von den Raylight Studios. Doch warum hat Capcom dieses technische Wunderwerk eigentlich abgelehnt? Und wieso versuchte ein kleines italienisches Studio beinahe die gesamte Resident Evil Trilogie auf den Game Boy Advance zu portieren, ohne jemals einen offiziellen Auftrag dafür zu haben? Herzlich willkommen, mein Name ist Kenko und heute entschlüsseln wir das Rätsel um die verlorenen Resident Evil Ports der Raylight Studios. Willkommen zu einer neuen Folge Lost Builds. Damit wir verstehen, wie es zu der Resident Evil 2 Tech-Demo kam, müssen wir nach Italien schauen. Im Jahr 2000 betritt ein Entwickler namens Raylight Studios die Bühne. Ihr Ziel war ambitioniert. Sie wollten zeigen, dass der Game Boy Advance mehr ist als nur eine tragbare Super Nintendo-Maschine. 2001 wurden Raylight offizieller Entwickler für den Game Boy Advance und präsentierten ihr Meisterstück, die Blue Roses Engine. Während fast alle anderen Entwickler auf dem GBA auf vorgerenderte Sprites oder flache 2D-Ebenen setzten, konnte die Blue Roses Engine echte 3D-Modelle auf die ARM7 CPU des GBAs zaubern. Der technische Kniff dabei: die Engine kombinierte vorgerenderte Hintergründe mit einer intelligenten Tiefenlayer-Technik. Das erlaubte es Raylight nicht nur die 3D-Charaktere glaubwürdig durch die Kulisse zu bewegen, sondern sogar dynamische Kamerafahrten zu simulieren. Ein Effekt, der für den Game Boy Advance eigentlich völlig undenkbar war. Raylight Studios wollten den großen Publishern beweisen, dass ihre Technik bereit für den Massenmarkt war. Und ohne Frage, die Technik ist wirklich beeindruckend. Schaut euch das hier mal an. Es gab sogar Ambitionen, Metal Gear Solid auf den Advance zu bringen. Eine frühe Tech-Demo zeigt eindrucksvoll den Snow Soldier oder auch ein Flug durch den Hangar. Also quasi der Anfangsabschnitt von Metal Gear Solid. Und welche Reihe schrie Anfang der 2000er mehr nach Innovation als Resident Evil? Raylight war überzeugt, ihre Engine war der Schlüssel für den perfekten Port für die Hosentasche. Doch bevor die Tech-Demo von Resident Evil 2 angegangen wurde, gab es eine Vorläufer-Demo, die kaum jemand heute kennt. Um dann Capcom von ihrer Vision zu überzeugen, schickten Raylight bereits früh inoffizielles Bildmaterial einer Resident Evil 1 Version nach Japan. Wir sehen hier beispielsweise die verschiedenen Animationen von Chris Redfield. Die eine Animation zeigt, wie er gegen Zombies kämpft, und auch eine zweite zeigt, wie Chris vermutlich von der Pflanze 42 stranguliert wird. Außerdem gibt es eine kurze Szene im Gewächshaus, in der Chris stolpert. Und dann gibt es noch eine Animation von Pflanze 42, wie sie aus dem Boden des Wachhauses ragt. Leider ist mehr Material aus der Tech-Demo nicht mehr verfügbar. Das Timing für das kleine Studio war jedoch riskant. Capcom hatte zu diesem Zeitpunkt gerade erst einen Port von Teil 1 für den Game Boy Color abgebrochen, weil die Qualität nicht stimmte. Zu diesem gescheiterten Game Boy Color Projekt habe ich übrigens auch schon ein Video gemacht. Schaut mal in die Infobox. Aber Raylight sah genau hier ihre Chance. Sie wollten zeigen, dass der Game Boy Advance das konnte, woran der Game Boy Color scheiterte. Doch sie wollten noch einen draufsetzen. Um zu beweisen, dass ihre Engine keine Grenzen kannte, wagten sie sich an den deutlich komplexeren zweiten Teil von Resident Evil. 2002 war es dann soweit. Raylight präsentierten ihre Resident Evil 2 Demo bei Capcom. Und wenn man sich das Gameplay heute ansieht, versteht man den Hype. Das Gefühl, wenn man das erste Mal den Titelbildschirm sieht, steht der PlayStation-Version in nichts nach. Das ikonische Resident Evil ist auch vorhanden und ein kleines Intro, das die Ereignisse des ersten Teils in kurzen Bildern erzählt. Man hört, dass die Sprecherstimme stark komprimiert ist, aber sie ist zu jeder Zeit verständlich. Als spielbarer Charakter steht uns Leon zur Verfügung, der direkt nach dem Crash in Raccoon City sich den Weg durch die Untoten bahnt. Rufen wir das Inventar auf, sehen wir, dass wir in dieser Demo ein Messer und eine Pistole sowie 120 Patronen zur Verfügung haben. Nutzbar ist aber nur die Pistole mit unendlich Munition. Ich kann zwar das Messer auswählen, aber lande dann später in-game wieder bei der Pistole. Was sofort auffällt, es ist kein billiger Abklatsch. Die Kameraperspektive, die Steuerung und das Spielgefühl, es ist einfach echtes Resident Evil 2 Feeling, das der PlayStation-Version in nichts nachsteht. Der Bewegungsradius innerhalb des Levels ist aber bei genauem Hinsehen etwas eingeschränkter. Hier beispielsweise kann ich nicht hinter die Straßenlaterne laufen.
was aber bei der PlayStation-Version möglich ist. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Zombies neue Animationen haben und sich durch Beschuss richtig schön nach hinten schmeißen. Die Kombination aus den vorgerenderten Hintergründen und den Echtzeitpolygonen funktioniert hier verblüffend gut, muss ich sagen. Die Frames schwanken zwar etwas, aber das hält sich wirklich in Grenzen. Für einen Handheld ohne dedizierten 3D-Grafikchip ist das ein technologisches Wunder. Die Demo geht allerdings nicht lange und endet kurioserweise mit einer Werbung für Street Fighter. Ein kleiner Gruß von Raylight Studios in Richtung Capcom-Familie in der Hoffnung, den Deal ihres Lebens zu besiegeln. Doch wie so oft bei unserem Format Lost Builds gab es auch hier kein Happy End. Obwohl die europäische Niederlassung beeindruckt war, lag die finale Entscheidung bei Capcom Japan und dort war man eher skeptisch. Hier gab es mehrere Gründe für das Nein. Erstens befand sich Capcom gerade in einem Exklusivdeal mit Nintendo für den GameCube. Man wollte Resident Evil als grafisch wegweisende Edelmarke positionieren. Eine technisch limitiertere Game Boy Advance Version passte schlicht nicht zur neuen Premium-Strategie. Zweitens befürchtete man enorme Produktionskosten. Aufgrund der Speicherbegrenzung der Game Boy Advance Module hätte das Spiel auf 2 Cartridges aufgeteilt werden müssen. Das Entwicklerstudio schlug nämlich vor, die einzelnen Szenarien von Claire und Leon jeweils auf ein eigenes Modul auszuliefern. Das Projekt verschwand daraufhin jahrelang in den Archiven, bis die ROM der Resident Evil 2 Demo im Jahr 2013 schließlich geleakt wurde. Heute ist der Prototyp ein wertvolles Artefakt für uns Fans. Dass die Engine von Raylight Studios absolut marktreif war, bewiesen sie dann letztlich mit einem anderen Titel. Das beste Beispiel ist wohl Wing Commander Prophecy. Wer dieses Spiel heute auf seinem GBA startet, sieht echte 3D-Weltraumschlachten mit einer Performance, die man dem Handheld niemals zugetraut hätte. Ich frage euch also, was wäre gewesen, wenn wir damals tatsächlich die komplette Trilogie für unterwegs bekommen hätten? Hättet ihr euch dieses Spiel für euren Game Boy Advance gekauft? Oder wäre euch der grafische Kompromiss im Vergleich zu PlayStation zu groß gewesen? Letztlich werden wir es nie erfahren. Aber dank der Arbeit der Raylight Studios bleibt diese Vision zumindest als spielbarer Prototyp erhalten. Ein zeitloses Zeugnis für pure Leidenschaft und Programmiergeschick. Und falls ihr mehr zu verlorenen Prototypen wissen wollt, dann empfehle ich euch die erste Folge von Lost Builds, in der ich eine Castlevania-Version für die Dreamcast vorgestellt hatte, oder die zweite Folge, in der ich ein verlorenes Horrorspiel für die PlayStation 2 ausgegraben habe. Und damit verabschiede ich mich, bleibt neugierig und spielt Retro. Ciao!